Der nächste Weltkrieg findet ohne Deutschland statt. Man kann um uns herumfahren, wir sind neutral, wirklich. Ganz ehrlich, es gibt die Bereitschaft, selbst bei Nazis in Deutschland, bei einem Krieg mitzumachen, 0. Hoewel wereldwijd de politieke onrust toeneemt en er overal een scherpe verkiezingsstrijd werd gevoerd, in Amerika, in Frankrijk, maar ook in Nederland, lijkt het in Duitsland volstrekt rustig. De kans is groot dat Angela Merkel gewoon bondskanselier blijft. Wat is het geheim van Duitsland? Nou, mijn kleine dikke hazen. Om daarachter te komen sprak Tegenlicht met de meest spraakmakende politieke satiricus van Duitsland, Jan Böhmermann. Hij neemt geen blad voor de mond. Dat werd eens te meer duidelijk toen hij internationaal bekend werd met zijn spotgedicht over de Turkse president Erdogan. Und das ist jetzt, was jetzt kommt, ist, das darf man nicht machen. Also wenn das öffentlich aufgeführt wird, das wäre in Deutschland verboten. Und da könnte man dann aufpassen, das nicht. Das, okay. Das Gedicht heißt Schmähkritik. Dat ging om een satirisch bedoelde tekst over de grenzen van vrijheid van meningsuiting. Die uitmondde in een diplomatieke rel tussen Duitsland en Turkije. Het was menens. Böhmermann moest voor de rechter verschijnen en enkele regels uit zijn gedicht werden verboden. Toch pakte hij niet veel later onverschrokken zijn tv-show weer op. Dit is Tegenlicht. Welkom in Böhmermanns Bundesrepubliek. Okay. We ontmoeten de satiricus in Keulen, waar hij leeft en werkt. Wekelijks maakt hij Das Neo-Magazin Royal, een satirisch tv-programma zoals Lubach op zondag, waarin alle Duitse kwesties scherp en geestig aan bod komen. Eigenlijk geeft hij bijna nooit serieuze interviews. Maar het is verkiezingstijd en over Duitsland heeft hij veel te zeggen. Was heißt denn führendes Land? Das reichste Land oder das mächtigste Land? Wir sind einfach das coolere Land. Einfach cooler. Ich erkenne sofort, wenn ich durch New York laufe, weiß ich sofort, wer Deutscher ist. Es ist dieses leicht spaddelige, Tatanka-Rucksack tragende, milde Wesen des reisenden Deutschen. Ich glaube, die größte Angst ist nicht die vor rechts oder vor Erdogan. Die größte Angst ist die vor dem unkalkulierbaren Risiko, was passiert, wenn man eine Position einnimmt, zu der niemand eine Meinung hat. Also wenn man sich hinstellt und sagt, so ist das jetzt, das finde ich, greift mich an, findet es scheiße, aber das ist meine Haltung, meine Position. Aan Böhmermann kan je dus gerust vragen wat de stand van Duitsland is. Ons rijkste buurland. Met de beste auto's. Eindeloze snelwegen en een zwaar verleden. Het leidende land van Europa. Met Frau Merkel aan het hoofd. Deutschland wird immer mehr eine führende Nation genannt. Wie ist das für Sie? Also das ist eine liebenswerte Beobachtung, aber ich glaube nicht, dass Deutschland ein führendes Land ist. Das ist ein bisschen, weil er hat ja gesagt, jetzt hat Amerika Trump. Was heißt denn führendes Land? Das reichste Land oder das mächtigste Land oder das demokratischste Land? Also allein wie führt denn ein Land? Also eine Reaktion merken Sie allein mit dem Gedanken, ich kann mich damit nicht anfreunden und ich halte es auch für eine schlechte Idee, überhaupt sowas wie ein führendes Land auszumachen. Was ist denn das für eine Ist es nicht, wie Angela Merkel sich ein bisschen verhält? Ja, aber ich glaube, das hat eher damit zu tun, dass sie einfach 12 Jahre lang ohne nennenswerte Opposition Bundeskanzlerin ist. Das hat ja nichts mit Deutschland zu tun, sondern mit dem Gefühl, was so Deutsche haben, ihrer eigenen Identität gegenüber. Ich glaube nicht, dass Deutschland ein führendes Land ist. Ich glaube auch, die wenigsten in Deutschland würden das behaupten, dass Deutschland das überhaupt ausfüllen will und noch kann. Dafür ist das alles zu sehr auf Konsens aus. Also ich glaube, ist blöd. Es wäre toll, wenn wir führen, dann bitte auch total und radikal. Okay. Und so lange bitte nicht. So wie früher. So wie früher, genau. Mhm. Guten Abend, meine Damen und Herren Menschen, liebe Nafris und Neger. Reichskulturkammerleiter Bundessportminister Thomas de Maizière hat zu Recht im Kulturleitblatt Bild am Sonntag gefordert, dass die 1000-jährige deutsche Leitkultur das Ideal für das Leben in der Gesellschaft unseres Vaterlandes Deutschlands beschreiben soll. Jedoch 10 Thesen zur deutschen Leitkultur sind mir persönlich noch ein kleines bisschen zu wenig.
Hier darum weitere Punkte, damit die Integration von Menschen undeutschen Blutes in Zukunft besser gelingt und unser schönes Deutschland bleibt, wie es nie war. Erstens. Es verstößt gegen die deutsche Leitkultur, einen Friseursalon ohne Wortspiel im Namen zu eröffnen. Zweitens. Auf Mallorca wird Deutsch gesprochen. Für Holländer hört sich diese deutsche Leitkultur und dann so ein Minister auch so echt Dritte Reich an. Ja, ist es ja auch. Für einen Deutschen hört sich das auch so an. Klar, deswegen hat er ja auch ordentlich einen auf die Mütze bekommen. Deswegen findet auch keiner bei Verstand, Thomas de Maizière irgendwie ernst zu nehmen. Es gibt keine deutsche Leitkultur. Okay, Identität. Es gibt keine deutsche Identität. Ist einfach nicht wahr. Das ist eine Behauptung. Das war auch nie so. Selbst die Menschen, die in der Vergangenheit behauptet haben, das ist die deutsche Identität, haben sich irgendwas ausgedacht und das als deutsche Identität hingehängt und allen gesagt, das ist sie jetzt. Aber das hat weder weder wissenschaftlich fundiert, noch ist das Konsens in der Gesellschaft. Das ist eine politische Behauptung. Das ist ein Werkzeug von Politikern, um Macht durchzusetzen. Es gibt keine Identität, leider nein. So unbefriedigend das ist. Ich glaube, Identität ist sehr, sehr regional. Wo ich geboren bin, da fühle ich mich in Bremen, ich fühle mich zu Bremen hingezogen, verbunden auf so eine peinliche, sentimentale Art und Weise. Und ich würde, wenn dann, sagen, ich bin Bremer. Und vielleicht würde ich sagen, ich bin Europäer. Aber jetzt sozusagen, ich bin Deutscher. Dafür ist das ist zu klein irgendwie, zu doof. Ich glaube, das ist die Identität ist eine Sache, die über Generationen wächst, die von vielen Faktoren abhängig ist und die letztlich man auch nicht überbewerten darf, weil sie immer im Fluss ist. Beumerman woont in Keulen. En daar is ook de in Duitsland wereldberoemde Koipstraße. Met talloze Turkse bakkers, kledingwinkels, juweliers en de familie Özdek. Ook wereldberoemd in Duitsland. Dankzij hun tv-serie over het dagelijks leven van een bakkersfamilie in Duitsland. Kein Happy Birthday oder Happy Nein, einfach so? Einfach so. Ja, mache ich. Und bitteschön. Dankeschön. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ja. Danke. Ich finde, die Politik macht schon gute Sachen. Also so schlimm ist die Politik gar nicht. Nee, das sind richtige Laufgruppen, die es schaffen zu provozieren. Das schaffen die. Und die Benimmregeln und Manieren und die Art der Kommunikation, egal was da oben verkehrt läuft, überträgt sich auf die Firmen das hat die und Politik auf die innere Harmonie des Arbeitsklimas. Das überträgt sich automatisch. Und deshalb sind die da oben irgendwas zu sagen, Vorbilder. Die müssen es uns vormachen. Eine einzige Person kann nicht ganz Deutschland retten. Das Nicht eine Person. Wie viele schwierig. Politiker gibt es Es weltweit? geht nicht um die Politiker. Es sind die Medien, die einen schlecht machen. Die Politiker versuchen, das Beste rauszumachen. Die Merkel, die jetzt zurzeit an der Macht ist, ja, es ist alles schwierig. Ja, es sind viele Hürden, die man sind zu überwältigen. Aber da die Merkel gesagt hat, nur wir schaffen das zusammen. Und damit glaube ich auch, können wir das auch als wir zusammen schaffen. Ich finde, die Merkel ist super und die macht eine sehr super Arbeit. Die Merkel, die ist auch in Ordnung, sonst wäre sie nicht so lange dabei. Aber der Kohl war auch nicht verkehrt. Ne, der Kohl war auch nicht verkehrt. Aber was ich sage, uns geht es wirklich gut. Wir beschweren uns hier in Europa am höchsten Niveau. Wir haben alle was zu tragen, wir haben alle zu essen, wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben die Bildungschancen, aber ohne das ist viel ja auch Kohle dafür das zu ist aber bezahlen. auch selbstverständlich. Nein, ein Rechtsstaat ist nicht selbstverständlich. Es ist ein harter, brutaler Kampf gewesen. Harter, brutaler Kampf. Müssen wir uns jetzt jedes Mal Gedanken machen und sagen, ja, wir sind dankbar, entweder oder. Und gehen deswegen nicht auf die Straße, wenn was ist. Nein. Wenn es uns so gut geht, dann auf Kosten anderer Länder unter anderem auch, was nicht so in der Öffentlichkeit Es muss mittlerweile gezeigt wird. selbstverständlich sein, dass wir normal leben können. Nicht selbstverständlich. Doch. Nichts ist selbstverständlich. Es ist ein Geben und Nehmen. Wir sind immer abhängig. Jeder ist abhängig von irgendetwas. Die einfachsten Sachen, die exotischen Früchte haben wir hier in Deutschland gar nicht. Kakao haben wir in Deutschland gar nicht. Aber kriegen wir doch Wenn auch wir einen. den fairen Preis zahlen, dann hat das Ursprungsland was davon und wir haben davon. Das ist ein Geben, ein Nehmen. Und nicht gesexen, aber würde nur Geschmack. Was ist das? Schoko, Nougat, Erdbeere, Kirsche, Banane. Schoko. Yar aldım sıladan,
خبر verin o yara ölmemişem yaşayam lele 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 le. Okay, gut. Dankeschön. Jetzt hat er einen Kaffee verdient. Keine Kaffee, ne? Ja, gut. Wer sind denn die Deutsch-Türken? Also das ist, ich bin froh, dass, ich bin über jede politische Äußerung froh, die voraussetzt, dass man nicht irgendwie Teil einer heterogenen Gruppe ist und wo man nicht irgendwie zusammengefasst wird als die Deutsch-Türken, als die jungen Leute, als die Nazis. Ich finde es immer gut, wenn man anerkennt, dass jeder aus unterschiedlichen Gründen eine eigene Meinung hat und die man zum Glück am Wahltag artikulieren kann. Ich hoffe, dass nicht so viele Leute die AfD wählen, weil das wirklich eine bescheuerte Idee. Was die wollen, sieht man. Guck dir an, was Erdogan macht, was Trump macht. Das will die AfD in Deutschland. Und das kann keiner ernsthaft wollen. Ich glaube auch nicht, dass das passiert. Die Leute wählen die AfD, doch, die kommen doch in den Bundestag, ziemlich sicher. Ja? Ja. Und was passiert dann? Dann stellt sich zum ersten Mal seit dem Krieg die Situation, die Frage, was macht man mit Nazis im Bundestag? Es gibt eigentlich nur einen Nazis gehören nicht in den Bundestag, die müssen da raus. Und man muss Leute zur Verantwortung ziehen, die befördern, dass die Nazis da reingekommen sind. Und man muss sich mit denen im Dialog auseinandersetzen. Und man muss die Nazis, was man mit Nazis macht, weiß man. Kein Konsensus. Mit Nazis gibt es keinen Konsens, auch kein Gespräch. Nein. Naja. Auch du, auch Sie können Berufspolitiker werden. Es winken viele tausend Euro in bar. Die Alternative für Deutschland war gestern, meine Damen und Herren. Wir präsentieren Ihnen jetzt die Alternative zur Alternative für Deutschland. Und die heißt... Herzlich willkommen bei Du für Deutschland. Und es ist ganz einfach, ganz nach oben zu kommen politisch. Der Schlüssel zum Erfolg heißt Angst. 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 Machen Sie den Deutschen Angst. Angst davor, dass Deutschland kaputt geht. Den Grund können Sie sich eigentlich ausdenken, was auch immer Ihnen persönlich Angst macht. Keine Ahnung, Frauen mit Kurzhaarfrisuren oder Musik von Rayman oder Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen. Deutsche haben Angst davor, dass Deutschland kaputt gemacht wird, was auch immer das heißt. Die Erfahrung lehrt uns, dass es einen Unterschied macht, ob wir 1000 Franzosen nach Deutschland lassen oder 1000 Marokkaner. Moment mal, die Erfahrung lehrt mich, wenn jetzt 1000 Marokkaner über die Grenze zu uns kommen, dann kommt höchstens vielleicht ein bisschen Bewegung in den Falafelmarkt in Köln-Ehrenfeld. Ja. Aber erfahrungsgemäß, also als wir das letzte Mal 1000 Franzosen über die Grenze nach Deutschland gelassen haben, haben wir halb Südwestdeutschland verloren und ein Fünftel von Berlin. Den Franzosen ist nicht zu trauen, ehrlich. Ja. Markus Pretzels Erfahrung lehrt uns also, Sie können eigentlich öffentlich kompletten Bullshit erzählen. Die Menschen müssen einfach nur Angst davor haben, dass Deutschland kaputt geht. Wenn wir hier in Deutschland leben, ne, und ich muss das ganz klar und deutlich sagen, wenn einer Partei wie AfD eine Stimme gegeben wird, finde ich das einerseits okay, man geht offensiv damit um, aber andererseits ist das den 187 Nationalitäten eine große Respektlosigkeit, weil in dem Moment, ob man will oder nicht, entsteht eine Unruhe, eine Ungewissheit und man denkt sich so, oh Gott, man verbindet das ja, dann haben die nichts aus der Geschichte gelernt. So denkt man, weil wir sind eine Minderheit hier in Deutschland und eine Minderheit in der Türkei, ne? Und dann denkt man ein bisschen ganz anders. Aber letztendlich sage ich, wir leben in einer Demokratie und in der Demokratie hört man sich die Leute an. Was wollen die eigentlich? Was sind die Ziele? Ich so, Leute, aus der Geschichte müssen wir gelernt haben. Da muss man kultivierten, gebildeten Menschen das immer wieder unter die Nase binden. Ohne Zuwanderung in Deutschland funktioniert nicht. Deutschland ist ein Zuwanderungsland. Ein Kaffee und Kuchen, das versetzt Berge. Kommen Sie, trinken Sie mit mir einen Kaffee und Kuchen. Fußball versetzt Berge. Das ist so dieses Kleine. Aber wenn man natürlich so gesteuert ist, nach den Medien geht, wenn du eine Lüge 1000-mal hörst, glaubst du irgendwann daran. Genau das, da sind wir drin. Es wird immer nur gelogen. Aber es wird besser. Sag mal, in 10 Jahren ist alles besser, mehr ist alles so wie die Kolbstraße. Ja, die Frage ist, für wen wird es besser? Für die Ausländer oder für die Deutschen? Das ist das Problem. Ne? Für wen wird es besser?
Wenn die Nazis in den Bundestag kommen, das erste Mal seit Kriegsende, ist das eine Katastrophe. Und das ist natürlich eine Sache, wo man auch direkt sagen muss, an wen das liegt. An der Regierung, an der jetzigen Regierung, die nicht in der Lage ist, eine politische Kultur zu befördern, die verhindert, dass sowas passiert. Weil dieses lähmende Gefühl, dieses Mehltauartige, jetzt in mir auch, das Gefühl, dass man machen kann, was man will und es geht immer weiter, dass das schon bei einigen Leuten zu so Kurzschlussreaktionen führt und dass sie dann denken, ja komm, bevor hier überhaupt nichts mehr passiert, dann wähle ich irgendwie rechts oder so. Eine Motivation natürlich, gibt es auch viele Vollidioten, die es deswegen machen, weil sie daran glauben, aber diese Langeweile und diese kolossale Langeweile ist, glaube ich, hauptsächlich dem Führungsstil unserer Regierungschefin. Lamgelegd door consensus. Duitsland is het rijkste land van Europa. En dat willen veel Duitsers graag zo houden. Maar niet iedereen is het eens met deze politiek. Dat bleek ook toen Bundeskanzler Merkel afgelopen zomer de presidenten Erdogan, Trump en Poetin uitnodigde voor de G20 in Hamburg. Hamburg was 3 dagen lang een belegerde stad. 20.000 politieagenten vochten er met linkse demonstranten. Ich finde, es funktioniert nur im Streit. Konsens ist schlecht. Konsens fühlt sich gut an, vermeintlich, weil alle Leute sind beruhigt, aber es führt dazu, dass die Menschen sich entkoppeln und entfremden von politischem Betrieb. Dass man denkt, ja, die machen doch da oben was sie wollen und ich kann doch gar nichts bewirken. Fuck Putin, fuck Germany, fuck Erdogan. Okay, ganz sauber machen bitte. Wir machen Arbeitsmaßnahmen. Wenn keine Maßnahmen kommen, wie will ich aber keine Maßnahmen? Du Arschloch, wenn jeder schmeißt den Mülleimer, dann machst du nur den Mülleimer sauber. Verpiss dich! Sich nicht einmischen wollen, die Füße stillzuhalten, alles so weiterlaufen zu lassen wie bisher. Das ist eine Sache, die man aus den Gründen, aus unserer historischen Erfahrung, glaube ich, vermeiden sollte. Sag mal, wenn Deutschland jetzt ein Land von Konsensus ist und alles so ein bisschen so glatt streichen für alle, dann hat man auf einmal in Hamburg so eine G20, die ich meine, was war denn da los? Krawalle, aber jetzt auch nicht die schlimmsten Krawalle. Genua war viel schlimmer. Es war so eine Mischung aus Wahlkampf war ja auch. Die Kanzlerin wollte die Stadt vorzeigen, ihre Geburtsstadt, Hamburg. Deshalb? Ja, vielleicht auch. Es gab aber einen türkischen Präsidenten, den keiner mag, den amerikanischen Präsidenten, den keiner mag. Also auch für Leute aus der extremen Mitte einen Grund zu protestieren. Dazu autonome Gruppen, Leute, die schon sich provoziert fühlen, wenn sie nur Polizisten in Uniform sehen. Polizisten, die aus der ganzen Republik zusammengezogen werden und da wochenlang kampieren unter miesen Bedingungen. Und man muss vielleicht auch einmal kurz dazu sagen, liebe Zuschauer, dass wir im Moment natürlich auch nicht alles sehen können und nicht alles beurteilen können, was da vielleicht auch noch in irgendwelchen Seitenstraßen passiert. Denn die Polizei aus Hamburg hat tatsächlich auch getwittert, dass es das ist einfach auf vielen Ebenen eine schlechte Idee gewesen. Und interessant ist, dass es nicht an den Leuten hängen geblieben ist, die die Idee hatten, nämlich die Bundesregierung. Es hat ja in den vergangenen Tagen immer wieder Ausschreitungen gegeben, schwere Zwischenfälle und wir sehen, was wir auch erkennen, wenn man Hamburg kennt und wenn man in Deutschland lebt, weiß man, dass es keine gute Idee ist, Leute wie Erdogan, Trump, Autonome und 20.000 Polizisten aus der ganzen Republik nach Hamburg einreisen zu lassen für einen Gipfel, den niemand interessiert. Können Sie mir spontan sagen, was dieser Gipfel erreicht hat? Außer Krawallbilder? Nichts. 10 Sekunden noch. Das war doch. Wir können es sehen, was in der vergangenen Nacht wieder mal passiert ist. Direkt neben uns sind 3 Geldautomaten, die völlig zerstört sind. Da ist wirklich nichts mehr zu retten. Da hat die pure Gewalt alles zerstört. Das sehen wir auch ein paar Schritte weiter Richtung Rote Flora. Hier sehen wir, dass zum Beispiel diese Werbetafel komplett zerstört ist. Also da sieht man, wie sehr die Randalierer auch gestern hier wieder zugeschlagen haben.
bisschen eingerostete politische Positionen, die noch so ein kleines bisschen in den 70er, 80er Jahren hängen und da auch an so Rechts-Links-Schemata sich orientieren. Letztlich ist es ja keine linke Position zu sagen, pass mal auf, lass uns doch mal überlegen, ob wir vielleicht das Geld, was es auf der Welt gibt, ein bisschen gerechter verteilen. Lass uns doch mal danach gucken, dass wir, wenn wir schon keine Schulden mehr machen, sondern einen Riesenhaufen Geld anhäufen als Land, dass wir das vielleicht in irgendwelche marode Infrastruktur in Ostdeutschland stecken, damit die mal ein vernünftiges Schwimmbad bekommen, für das sie auch Eintritt bezahlen können, weil es nicht so teuer ist. Oder dass man den öffentlichen Personennahverkehr auch mal in die Dörfer wieder bringt, die vor Jahren ihren Regionalexpressbahnhof verloren haben. Alles so Dinge, das ist ja keine linke Position, sondern eine ganz nachvollziehbare, meiner Ansicht nach menschliche Position, die man so vertreten kann, ohne sich irgendwie zu verorten politisch. Und das möglich zu machen und dafür dann auf die Straße zu gehen, finde ich, kann man dann schon mal machen. Was ich total blöd fand, ist, dass es dann am Ende um irgendwelche brennenden Autos ging und dass dann irgendwie dann vor allem dieser Satz, ja, Rechtsextreme sind schlimm, aber auch Linksextremisten sind schlimm. Ich finde, es gibt immer noch einen großen Unterschied zwischen Menschen, die auf die Straße gehen und gegen Intoleranz und Diskriminierung kämpfen und das deren Agenda ist, als Leute, die auf die Straße gehen und mit Gewalt Menschen diskriminieren wollen und intolerant sind. Es gibt meine Generation und die Generation meiner Eltern, wir kennen eingebrannt ins Gedächtnis Zweiter Weltkrieg, also das ist in uns drin, und Berliner Mauer. In jeder deutschen Familie gibt es eine Kriegsgeschichte, eine Flüchtlingsgeschichte, eine Vertriebenengeschichte und eine Geschichte aus der Zeit des Kalten Krieges. Und jede deutsche Familie, behaupte ich jetzt mal, kennt einen Verwandten, der früher irgendwelche Pakete geschickt bekommen hat in die DDR. Mit Kaffee, mit Strümpfen, mit irgendwelchen Sachen, die es nur im Westen gab. Das gibt es. Es gibt in jeder Familie einen Verwandten, der im Krieg gefallen ist. Es gibt vielleicht alte Postkarten aus der Gefangenschaft, wo Urgroßväter in Russland sitzen und Weihnachtskarten an ihre Kinder schreiben, in irgendwelchen Familien. Es gibt auch es gibt die Geschichten nach dem Krieg der Spätaussiedler, der Vertriebenen, der 14 Millionen, die nach dem Krieg aus den Ostgebieten nach Deutschland kamen. Auch das gehört dazu. Und ich glaube schon, man darf daraus, glaube ich, keine überhebliche Position entwickeln, weil es ist kein Verdienst. Ganz im Gegenteil, das ist nur deswegen passiert, weil man riesengroß Schuldgefühl. Nee, es ist eine Art von, ich glaube, es ist nicht Schuldgefühl, es ist eine Art von Verantwortung, glaube ich, oder eine Art von Erfahrung, die man erstmal gar nicht positiv oder negativ bewerten darf. Das ist kein Verdienst, dass man den Zweiten Weltkrieg ausgelöst hat oder den ersten mit ausgelöst hat. Das ist ja kein Verdienst und die Folgen sind schrecklich. Aber die Folgen erfahren zu haben und daraus Lehren zu ziehen, ist zumindest eine Sache, die man erwarten kann. Zumindest für uns, jetzt so als Leute, die in Deutschland leben. Viele unserer Zuschauer schreiben uns regelmäßig Briefe und beschweren sich darüber, es sei gar nicht so rechtsradikal, so extrem, wie das immer dargestellt wird in den Kinostuben. Es ist nicht alles schlecht im Reich. Es gibt nicht überall Nationalsozialisten und Radikale. Nein, es ist eher eine Ausnahme, dass Menschen den Islam hassen und ihn für alles Schlechte in der Welt verantwortlich machen. Wir schalten jetzt ganz kurz nach Magdeburg, nach Sachsen-Anhalt, wo 3 stolze deutsche Frauen ihrem Tagwerk nachgehen und uns bestätigen können, dass von rechtsradikalen Tendenzen im Deutschen Reich nichts zu spüren ist. Ich rufe Rudegunde, Margarete und Tiffany. Tiffany? Für jedes deutsche Mädchen ist es eine stolze Ehrenpflicht, seine Wäsche und Bekleidung reinzuhalten. Nicht wahr, Margarete? Jawohl, das stimmt. Man sagt, es gebe Menschen, die den Islam hassen und für alles Schlechte auf dieser Welt verantwortlich machen. Das ist ja schlichtweg widersinnig. Solche Menschen kann es nicht geben. Oder, Margarete? Jawohl, das stimmt. Bravo, tapfere deutsche Frauen.
Was haben Ihre Großeltern im Krieg gemacht? Oder? Waren Kinder. Ich bin ja noch nicht so alt. Oh ja. Meine Großeltern sind geboren 1930. Mein Großvater ist kurz davor gewesen, eingezogen zu werden. Da war der Krieg zu Ende und die Russen kamen und dann musste er nicht mehr. Und der Vater? Der war zu alt. Der war, Okay, glaube ich, der also- sollte noch eingezogen werden zum Volkssturm. Also es war genau Glück gehabt, dass die nicht mussten. Väterlicherseits war mein Urgroßvater war bei der Wehrmacht. Der war Kraftfahrer. Und mein anderer Urgroßvater war in Deutschland auch, hat auf der Werft gearbeitet. So kriegswichtiger Arbeiter. Okay. Allein das zu wissen ist übrigens eine Seltenheit, was die Urgroßeltern gemacht haben im Krieg. Für so Deutschland? Deutsche. Redet man immer noch nicht Ist so doch gerne drüber. sehr wichtig. Ja, aber also was die gemacht haben und wo genau die waren und so. Eigentlich, es ist alles archiviert, man kann überall gucken, wo die stationiert waren und so. Und ich habe es bei meinem Urgroßvater, der war bei der Wehrmacht, auch geguckt, wo der war. Und es gibt Fotos, also ein altes Fotoalbum unterm Eiffelturm und so und unterm Arc de Triomphe, aber auch auf der Krim. Da wird es einem dann schon bewusst, dass das real ist, wenn du das mit deiner eigenen Familie verbinden kannst. So. Ja. Und weshalb ist das, dass die Deutschen nicht so gerne drüber reden? Aus demselben Grund, aus dem man nicht so gerne darüber redet, wenn man einen Fehler gemacht hat. Es ist schwer, das zu akzeptieren. Man muss sich dazu irgendwie verhalten. Man muss auf der einen Seite anerkennen, dass man eine Art von Verantwortung hat. Man darf sich ich habe persönlich keine Schuld, aber auf der anderen Seite eine Verantwortung, eine historische Verantwortung, die ich mit mir rumtragen muss. Und sich dazu zu verhalten, ist sehr kompliziert. Viele Leute schieben das von sich weg und sagen dann, ich habe doch keine Schuld, die Schuldfrage ist jetzt erledigt, wir sind unschuldig. Das ist ja so ein Reflex, der dann oft eben bei so im rechten Milieu kommt. Jetzt hört doch endlich auf mit dem Zweiten Weltkrieg oder so. Das Problem ist, dass das eben so nicht geht, sondern das muss immer mitschwingen und das muss man sich bewusst machen und dass das vor allen Dingen eine Sache ist, die eben auch wieder sehr individuell ist. Meine Oma väterlicherseits, die ist 1936 geboren und die war 1942 6 Jahre alt und sie kann sich noch sehr gut daran erinnern, dass aus der Nachbarschaft auf einmal 2 Familien verschwunden sind. Und dass alle wussten, dass die weg sind oder dass sie nicht wiederkommen. Und dass keiner was gemacht hat. Und dass keiner was gemacht hat. Und alle Leute... Hatten Angst. Hatten Angst, aber ich glaube, selbst wenn man was gemacht hat, es gibt ja genug Beispiele dafür, dass allein das zu artikulieren dann oft dazu geführt hat, dass das zumindest ein Bewusstsein gegeben hat dafür, dass da gerade was passiert ist. Und wenn man nicht, da muss man ein bisschen aufpassen. Natürlich hatten die Menschen Angst, klar. Aber es gibt auch genug Beispiele dafür, dass man hätte was sagen können und dass man hätte was machen können und dass man sich dazu hätte anders verhalten können, als das zu akzeptieren, dass das so ist. Je mond opentrekken als je vindt dat iets onrechtvaardig is. Böhmermann gebruikt ironie en satire als middel om deuren open te trappen waarvan hij vindt dat ze al te lang dichtzitten. Zo was dat ook met de sketch over de Turkse president Erdogan. Een grap die bedoeld was om de grenzen van de vrijheid van meningsuiting af te tasten. Und das ist jetzt, was jetzt kommt, das darf man nicht machen. Also wenn das öffentlich aufgeführt wird, das wäre in Deutschland verboten. Und da könnte man dann aufpassen, das nicht. De Erdogan-sketch werd verboden. Want Erdogan zag er de humor niet van in en riep Merkel op het matje. De kwestie werd voorgelegd aan de Duitse rechtbank. En sindsdien mag het nergens meer worden vertoond. Zo ver reikt de hand van Erdogan. Hoewel je het natuurlijk nog wel gewoon op YouTube kan zien. Aber ich habe dann gedacht, mit Erdogan, weshalb hat er das so weit getrieben? Weil das sie. Ach so, ich? Ja. Naja, das lässt sich im Nachhinein, also wenn man das macht, muss man das richtig machen und es ist eigentlich nicht ganz konsequent. Das Schmähgedicht hat sogar 2 oder 3 Zeilen, die gar keine Schmähzeilen sind. Die hätte man noch etwas vulgärer werden müssen, um ganz deutlich zu illustrieren, wie absurd und wie nicht ernst gemeint das ist. Ja, was ich meine ist, Leute haben auch Angst, sowas zu machen. Ja, aber ja, klar. Und dann zu so eine Meinung zu stehen ja, und zu das bleiben. ist auch nicht sehr angenehm. Es ist auch nicht sehr angenehm, wenn man sowas macht, hat das natürlich auch Konsequenzen. Die Diskussion ist quasi über meinen Kopf hinausgewachsen und nicht mehr festzuhalten gewesen. Da muss man irgendwann loslassen und sich auch komplett rausziehen. Ne? Dass das überhaupt passiert, dass das in diesem Ausmaß passiert,
hätte natürlich keiner von uns gedacht, dass der wirklich so verrückt ist, dass der wirklich so agiert, dass der wirklich so böse und durchgeknallt ist. Und dass die Bundesregierung und dass die Menschen in Deutschland, die politisch in der Verantwortung sind, so wenig in der Lage sind, damit umzugehen, hätten wir noch viel weniger gedacht. Das sind also alles, wenn man jetzt heute auf das Ding von letztem Jahr zurückschaut, alles Dinge, die man heute weiß, aber die man damals natürlich nicht wusste. Und, aber ändert das Ihre Arbeit? Nein, das ganz im Gegenteil. Der ganze, was dabei rausgekommen ist, ist natürlich positiv. Das Gesetz zur Majestätsbeleidigung ist abgeschafft. Die Bundeskanzlerin hatte Schwierigkeiten, und zwar richtige Schwierigkeiten. Und sie äußert sich jetzt gegen Erdogan. Und sie äußert sich gegen Erdogan. Trotzdem immer noch ein Problem, dass in der Türkei 160 Journalisten eingesperrt sind, 10 deutsche Staatsbürger aus fadenscheinigen Gründen festgehalten werden als politische Geiseln. Also die machen nichts, die Bundesregierung macht nichts, ohne dass sie das muss. Und wenn das Müssen nicht von außen denen auferlegt wird, muss es von innen kommen. Und die Menschen in Deutschland müssen sagen, es ist deine Verantwortung, Bundeskanzlerin, dass noch immer 10 Deutsche eingesperrt sind im türkischen Knast. Erst habe ich zu unseren Kindern gesagt, wenn sie kommen, habt ihr das Bild schon gesehen? Dann sagen sie, Mama, das kommt von Cola. Dann sag ich, ja, hoffentlich kriegen sie keine Probleme. Das war meine Reaktion. Ich habe mich auch gewundert, dass eine Cola-Marke sowas Politisches macht. Da habe ich mich auch gewundert, da bin ich ehrlich. Weil wir haben ja immer Reklame von viel Zigaretten, aber sowas war noch nie da. Noch nie. Und finden Sie das gut, dass die etwas Politisches machen? Was soll ich da sagen? Wenn es helfen würde, ja. Aber wenn es nichts bringt, kommt es nächste Woche wieder weg und ist alles beim Alten. Ich denke manchmal mal, vielleicht denken die jungen Deutschen, man muss was machen gegen Diktator, weil in Deutschland war damals nicht so viel und dann ist sowas passiert. Zu wenig Menschen gegen Hitler und dann hat er sich so benommen. Zu wenig Menschen gegen Stalin und zu wenig, oder? Ich weiß nicht, ob das... Ich glaube nicht, dass es irgendwas bringt. Ich glaube es nicht. Ob man was machen kann? Ja, glaube ich nicht. Ist der kleine Mann dann machtlos oder so? Ja. Zeigen ja die Demonstrationen, aber es bringt ja nichts. Ja. Jetzt reicht's aber. Jetzt habe ich viel gesprochen. Gaat het noch? Okay. Ja, das wäre nett. Was zu trinken wäre gut. Also Wasser ist hilfreich. Professionell wie EMD. Hier ist hier. Genau. Da musst du immer. Was? Ich kann meiner Meinung nach auf der einen Seite Witze über doofe Sachsen machen, die irgendwie die AfD in den Landtag wählen. Auf der anderen Seite kann ich aber schon ein Verständnis dafür haben, warum das eigentlich passiert. Und ich kann auch versuchen... Und warum? Ich glaube, dass sich weite Teile Ostdeutschlands abgehängt fühlen und dass in keiner anderen Region in Deutschland das so spürbar ist, wie sich die Globalisierung auch negativ auswirken kann. Ich finde, ein schönes Beispiel ist einfach zum Beispiel die Privatisierung oder die Rationalisierung von öffentlichem Personennahverkehr. Die gucken sich Tabellen an und sagen, okay, es lohnt sich nicht mehr, in dieses kleine Dörfchen in der Nähe von Leipzig einen Zug hinzuschicken, 2-mal am Tag, weil es fahren kaum Leute damit. Es lohnt sich nicht mehr. Und wenn du alles nach Gewinnmaximierung, nach Effizienz überprüfst und den menschlichen Faktor außen vor lässt, passiert das.
So. Ich bekomme eine Marlboro Light, die 7er bitte. Ja. Dann rauchen wir immer mehr. Und dann will die Jada von der Nummer 3 hier haben. Kannst du mir für 2 € geben? Von der Nummer 3 für 2 €. Ja. Bitte schön. Eine Burton Light. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Menschen oder dass im ländlichen Raum oder auch in Städten in Ostdeutschland oder auch in Regionen in Deutschland, in Westdeutschland sich Menschen Dinge verloren haben. Also zum einen das Gefühl, teilhaben zu können, teilnehmen zu können an der Gestaltung ihres Umfeldes, zu partizipieren am Wohlstand des Landes. Also dass man behauptet, von außen Deutschland ist ein reiches Land. Ich glaube nicht oder bezweifle, dass die meisten das spüren im Alltag. Die meisten Menschen arbeiten für wenig Geld und haben relativ wenig davon, dass wir ein sehr reiches Land sind. Was für Menschen kommen hier also? Alles. Alles. Aus allen Schichten. Gutgestellte, die wirtschaftlich wirklich gut gestellt sind. Dann kommen auch viele Leute, die nicht so gut gestellt sind. Wie ist denn das mit Armut und Deutschland? Schlimm. Ja? Ja. Altersarmut ist ganz schlimm. Viele Rentner ist ganz schlimm. Dass die kaum Geld zum Leben haben. Ja. Deshalb man sieht hier auch ganz viele ältere Menschen, die hier leere Flaschen sammeln. Die sammeln die hier überall und dann bringen die irgendwo anders hin. Ne? Weil so eine Dose zum Beispiel, das sind 25 Cent Pfand. Ja, das sind 25 Cent. Ja. Und die Leute, die gucken natürlich ihr Pfanddosen oder Flaschen. Ne? Komm ruhig rein. Wir tun dir nichts. Ein Kaffee? Jo, genau. Jo. Es ist also mit Altersarmut ist hier in Deutschland ganz schlimm. Wie kann denn das passieren, so ein reiches Land? Was soll ich Ihnen da sagen? Das ist, da müssten wir mal nach Berlin fahren und da mal fragen, warum, wieso, weshalb. Ich möchte jetzt Lotto. Lotte. Lotto. Lotte. So wie er ist nochmal. So wie er ist nochmal, jo. Leider nicht. Leider nicht? Nö. Aber nicht viel. Nö. 7,85. Der Alte kann weg? Ja. Sagt meine Frau auch noch. Ich bin vielleicht noch einer von wenigen, die in der Mittelschicht sind. Na? Aber Sie glauben, dieser Mittelschicht wird jetzt verschwinden, oder? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mehr und mehr. Wenn es überhaupt noch viele gibt. Keine Ahnung. Na? Und was wird dann passieren? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich nicht. Das ist doch gefährlich. Inwieweit gefährlich? Wie meinen Sie gefährlich? Naja, wenn zu viele Menschen arm sind und unzufrieden. Was soll dann passieren? Alex, komm rein. Der, das ist einer, der noch richtig, der arbeitet bei einer Weltfirma. Ne? Guten Tag. Mal Kaffee. Jeden Monat mit der Schubkarre Geld nach Hause fahren. Ja. Der, ja. Ja. Hä? Immer. Den habe ich schon öfter gesehen, Ende des Monats mit der Schubkarre. Ich habe gesagt, gib nur nach arm oder reich. Mit der So, Schubkarre. im Endeffekt so. Ja. Man geht dann noch arbeiten zum, weiß nicht, für die Miete und zum Essen. Ja, zum Leben. Ja. Richtig. Ich merke, so wie sie alles macht, ist das das Gesicht von Deutschland? Ach, nee, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ich glaube, es ist das Gesicht von Leuten in Deutschland, die ihre Ruhe haben wollen. Und es gibt ein Problem, dass es eine Schere zwischen Arm und Reich gibt. Es gibt die Frage der Verteilung von Mitteln. Wer kriegt das Geld? Werden die großen global agierenden Konzerne steuerlich entlastet oder fängt man an, das Geld vielleicht bei den Menschen einzutreiben, die es haben? Ich merke in Holland, sagt man, dass das Holland einerseits, die gucken so ein bisschen eifersüchtig nach Deutschland, weil Deutschland macht alles so gut und merkt so gut und die alles gut. Nee. Und auch ein bisschen Angst. Angst? Naja, nicht Angst, dass die uns so überlaufen oder so, sowas nicht. Ja. Aber
Naja, es hat natürlich damit zu tun, dass die Position in die Welt hat sich geändert. Ja. Polen, Türkei. Ja, aber es gibt nur einen Weg nach vorne, der ist Zusammenarbeit und nicht die Grenzen zumachen. Du kannst ja auf der einen Seite Zäune errichten und auf der anderen Seite sitzt du abends am Smartphone und kannst mit Menschen aller Welt sprechen. Die Kommunikation findet über Zäune statt. Und so funktioniert die Welt. Und wenn du dann aus irgendwelchen protektionistischen Gründen oder weil du Angst vor der neuen Welt hast oder weil du dich mit dem Internet nicht auskennst, im Affekt anfängst, Politik so machen zu wollen wie 1975, das funktioniert nicht mehr. Man kann das Rad zurückdrehen, aber wenn, dann ist das temporär. Das wird nicht mehr funktionieren. Die Welt hängt zusammen. Und deswegen stellt sich auch nicht die Frage, wer führt oder wer führt nicht. Das ist eine Frage von, ich glaube, die bessere Idee gewinnt und es ist auch egal, woher sie kommt. Eine gute Idee kann aus Holland kommen und Leute in Deutschland mitreißen und die kann aber auch aus Frankreich, aus Portugal, aus Spanien, aus Italien kommen und die Welt bewegen. Virale Videos sind zum Beispiel ein Beispiel dafür. Das ist egal, woher sie kommen. Wenn sie für jedermann verständlich sind, verstehen die Menschen das. Und das wird mit Politik eines Tages genauso sein. Und mit Ideen. Also das geht gar kein Weg daran vorbei. Man muss nur sehen, glaube ich, dass man das gerecht macht. Hauptmannsturm. Hauptmannsturm. Das nennt man eine Integration. Ich möchte das nicht mehr machen. Gut, dass ich raus bin aus dem ganzen Alltag her. Der nächste Weltkrieg findet ohne Deutschland statt. Man kann um uns herum fahren, wir sind neutral. Wirklich. Ganz ehrlich, es gibt die Bereitschaft, selbst bei Nazis in Deutschland, bei einem Krieg mitzumachen, null. Hat keiner Bock drauf. Wir haben alles gerade aufgebaut. Haben die letzten Lücken geschlossen. Das macht keiner noch mal mit. Also das dauert noch vielleicht 100 Jahre, bis die Deutschen wieder einen großen Krieg machen. Also ehrlich? Ja, keine Chance. Also der nächste Krieg ohne Deutschland. Könnt ihr machen, Holländer, also wir haben da keinen Bock drauf. Deutsche, kein Weltkrieg mehr. Nur, wenn wir ganz sicher sind, dass wir gewinnen. Wie bei den letzten beiden Malen. Es war knapp. Wenn uns die Holländer nicht in den Rücken gefallen wären. Wirklich. Achtung, Germans on the rise. But this time we are fucking nice. Nationalist dorks, so tough with your torches and pitchforks. You are not the people, you are the past. True Germans come for you, better run fast. 10 million bicycle helmets inside, Jack Wolfskin jackets marching through the night. Birkenstocks stomp the ground, munching kebab and muesli, earth-shattering sound. Guten Tag, the true Germans are here. We are xenophobic's biggest fear. You call for strong leaders, fences and walls, but being like us takes bigger balls. Cause we are nice, liberal, compassionate, considerate, reasonable, social, temperate, peaceful. Say it clear, say it loud. We are proud of not being proud. We are here to remind you that we have once been stupid too. Thank you for watching. For more on this subject, take a look at the playlist. You can also watch this recommended video. Don't forget to subscribe to our channel and we'll keep you updated on our documentaries.